Hallo und herzlich willkommen bei der Model Car World, bei unserem zweiten kleinen Videoclip. In diesem Clip stellen wir künftig wöchentlich, zweiwöchentlich immer Neuheiten und Wissenswertes zu dem Modellautoprogramm der Model Car World vor. Hier vor mir sehen Sie schon die ersten Neuheiten. Haben wir eben aus China bekommen. Ich wollte es Ihnen sofort vorstellen. In 1:64, ein relativ neuer Sammelmaßstab. Bisher war 1:64 Hot Wheels, Matchbox eher was für die Kinder. Mittlerweile haben sich einige Hersteller, so auch die Model Car World, daran gemacht, in 1:64 sehr hochwertige Fahrzeuge anzubieten. Und Sie sehen, hochwertig ist uns richtig gelungen. Die 4 Fahrzeuge, die wir hier stehen haben, werden alle im ersten Quartal 25 ausgeliefert. In welcher Reihenfolge kann ich noch nicht sagen, aber sie sind soweit fertig. Das Einzige, was noch nicht stimmt hier beim kleinen Mac, da ist die Sattelkupplung abhanden gekommen auf dem Transport. Fangen wir hier gleich beim kleinsten an. Er ist der kleinste, weil er im Original auch das kleinste ist. Es ist ein Fahrzeug der 60er Jahre. Die Mac, die B-Serie. Der kurzen Ausblick zur Firma Mac, die wurde 1893 gegründet, hat als Logo eine Bulldogge. Das kam daher, im Ersten Weltkrieg hat Mac für das englische Militär viele Fahrzeuge produziert und die Briten betitelten die aus Amerika gelieferten Fahrzeuge wegen ihres prägnanten Gesichtes als Bulldogge. Mac hat darüber gelacht und hat gleich aus der Bulldogge das Markenzeichen gemacht. Hier haben wir das Modell der B-Serie, wurde von 53 bis 66 gebaut, in riesigen Stückzahlen, war überall vorhanden, hat sich 125.000 Mal verkauft. Was macht die Firma Mac heute? Von 1979 bis 1990 gingen Stück für Stück Anteile an die Renault und wurde dann, wie die komplette Renault-Trucks-Sparte, von Volvo Truck übernommen. Heute gehört Mac quasi zu Volvo Truck. Soweit zum ersten Fahrzeug, zur B-Serie des Macs. Zweites Fahrzeug hier, das ist ein Ford der L-Reihe. Die L-Reihe besteht aus verschiedenen Fahrzeugkategorien. Hier haben wir den Hauber, den schweren Hauber. Deshalb liegt hier oder steht hier vor uns ein Ford LTL 9000. Es stammt aus einer Zeit, als Ford noch LKWs in den USA hergestellt hat. Danach kam der Aeromax und danach wurde die Sparte komplett an Sterling verkauft. Und Ford zog sich lange Zeit komplett aus dem LKW-Truck-Geschäft zurück. Dieser LTL erinnert aber an die goldenen Jahre bei Ford, als die L-Reihe einfach zum Straßenbild in den USA gehörte. Erkennbar an dem leicht sechseckigen Grill. Es ist nicht ein Quadrat, es ist in der Mitte ein bisschen breiter, soll an ein Sechseck erinnern, was bei Ford damals auch im Pkw-Bereich, beim Gran Torino oder so, durchaus gängiges Designelement war. Zum Thema Design haben wir ein ganz besonderes Exemplar hier daneben stehen. Das ist der International Lone Star. Ist ein Truck, der sieht sehr alt aus, ist aber in Wirklichkeit aus den 2000er Jahren. Die Firma International ging damals sehr eigene Wege. Mit dem Lone Star hat man ein Fahrzeug, ein Truck im Retro-Design entwickelt, was völlig atypisch war. Im Pkw-Bereich, beim New Beetle oder beim Mini kennt man Retro-Design. Bei den LKWs war es völlig fremd. Aber International hat gesagt,
Die modernen Trucks im Einheitsweiß der Leasinggesellschaften, die mag niemand mehr wirklich haben. Die sehen alle glatt gelutscht und aus und es ist keine eigene Type mehr dabei, also machen wir das. Design ist hervorragend gelungen. Die Fahrzeuge haben sich super verkauft am Anfang. Allerdings hat man beim Motor, bei den Abgaswerten ein bisschen getrickst. Es ist also, der Dieselskandal ist nicht neu bei VW hier bei uns. Er ist auch früher in den USA schon praktiziert worden, indem man Abgaswerte getrickst hatte. Natürlich kam der Schwindel raus und viele Motoren mussten umgerüstet werden. Die Umrüstung, die hatte einen wesentlich höheren Verbrauch zur Folge. Viele Gesellschaften, Speditionen oder auch Einzelunternehmer waren total unzufrieden mit dem höheren Verbrauch, gaben die LKWs zurück. Heute sind die wunderschönen Fahrzeuge komplett aus dem Straßenbild verschwunden. Man sieht keinen mehr. Wie gesagt, der hohe Verbrauch und die altertümliche Technik hat das Projekt beendet. Finde ich jetzt sehr schade, weil es hat sich super hervorgehoben und sieht man schon daran, dass es sich als Modell prima verkauft. Bei Bregina im 87er Maßstab war die komplette Baureihe sehr schnell ausverkauft. Wir sind sicher, dass er auch ein 1:64 so gut laufen wird, freuen sich auf das Modell im ersten Quartal 2025. So, kommen wir hier zur nächsten Neuerscheinung. Wir haben hier den Peterbilt 359. Ist zusammen mit dem Kenworth T900 ist es das Sinnbild für US-Trucks. Fahrzeug wird fast bis heute noch so gebaut oder bis fast heute. Später als 379 in identischer Optik oder als 389, als 589. Im Prinzip wurde nur die Typbezeichnung immer wieder geändert. Aber das Modell an sich, die Optik, gab es unverändert bis im Jahr 2023. Es gab zwei Fahrzeuge, ich erwähnte gerade noch den Kenworth, den T900. Ähnliches Design, auch seit ewigen Zeiten am Markt. Sehr große Konkurrent. Witzigerweise gehören die Firmen Kenworth und Peterbilt beide zum PACCAR-Konzern, sind praktisch Wettbewerber im eigenen Haus. Aber man hat dort nicht den Fehler gemacht, den viele andere Marken gemacht haben. Man hat nicht das gleiche Fahrzeug entwickelt und nur ein anderes Emblem drauf geklebt. Nee, beide entwickeln selbstständig, greifen natürlich auf Zuliefererkomponenten zurück, aber die Fahrzeuge an sich sind komplett eigen entwickelt und zwar angepasst an den eigenen Kundenstamm. Während bei Kenworth in der Hauptsache die großen Speditionen kauften, um die Fahrzeuge dann in hoher Stückzahl in der Spedition laufen zu lassen, ist Peterbilt klassischerweise das Fahrzeug des Einzelspediteurs, sprich der Trucker, der auf seinem eigenen Bock fährt. Und da wurde danach auch die ganze Konstruktion angepasst. Witzigerweise sind, wenn man heute gebrauchte Fahrzeuge kauft, die Peterbilt alle in besserem Zustand als gebrauchtes Fahrzeug, weil sie eben vom eigenen Fahrer gefahren wurde, der sie deutlich besser gepflegt hat als die Kenworth, die in der Hauptsache bei großen Speditionen unterwegs waren. So, ich hoffe, Sie fanden den kleinen Einblick in die US-Trucks interessant und schauen sich auch auf der Homepage der Model Car World die Trucks genauer an, auch die verschiedenen Farben, und würde mich freuen, wenn ich Ihr Interesse ein bisschen geweckt habe und Ihren Wissensdurst in Bezug auf US-Trucks ein bisschen stillen konnte und Sie auch ein bisschen was Neues von mir erfahren hatten. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.